Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Im letzten Mal haben wir Alvins Freundschaftsereignis Episode 4 gemacht. Wir stehen jetzt hier vor Mila, wo es dann weitergeht. Jetzt ist halt die Frage. Werde ich jetzt nochmal schnell den Hammer... Ich gehe nochmal schnell den Hammer kaufen. Gibt es den in Drellen oder gibt es den hier nicht? Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, es gibt den hier jetzt. Eigentlich müsste es den hier jetzt geben. Weil den gab es auch in der verregneten... Nee. Hä, wo gab es den denn? Silberflügel. Genau. Moment. 2126. Ist denn der hier besser? 2065. Nein, ist nicht besser. Zumindest, also bringt mir KP und Verteidigung, glaube ich. Ne, aber gesamt nicht besser. Den hole ich mir. Und was ist hier anders? Ändert gar nichts? Ist genauso, oder was? Na, hüpf. Fein. Okay, dann keine Ahnung. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt nach Fenmon wieder zurück und machen ganz schnell das Freundschaftsereignis für Mila. Und wenn wir es, ich sage extra wenn wir es noch schaffen, werde ich dann noch das Elite-Monster auf der Tellershöhenstraße machen. Aber das sollte eigentlich noch drin sein, denke ich mal. Also Hallöchen Mila. Milas Geschichte fortsetzen. Ja, bitte, danke. Mila Kapitel 4. Mila, die Verräterin. Look, I can appreciate the predicament you were in, but don't you think you went a little overboard? I didn't have much time. Besides, it worked. You can't argue with results. Results? I thought I was a goner. Worüber streitet ihr beide? Da habe ich wohl etwas verpasst. Oh, hi, Luger. We were just talking about old times. This city is where Mila and I first met. That was one meeting I'll never forget. Judas decided to nitpick my behavior on that night. Nitpick? To be fair, that was a year ago, before I understood the limitations of fragile human bodies. Now that I know better, I can appreciate Jude's nitpicking. I'll be more careful in the future. How about we just don't let anything like that happen again? Fractured Dimension. DODA here. We've detected a new fractured dimension. The rift is in Fenmont. We've sent the coordinates. Please take appropriate action. Work call? We'll accompany you. You scratch our back and we'll scratch yours, correct? Something wrong? Oh, it's nothing. It's just, I couldn't imagine you tossing around an expression like that back in the day. I still learn new words, you know. Even now I continue reading human books. That wasn't really what I meant, but don't worry about it. What about you, Elle? Wanna come along? Okay. I still can't believe how quickly these gadgets spread from the military to civilians. Technology moves pretty fast, doesn't it? It'd be nice if the usage fees dropped as fast, too. So they require a considerable expense to operate. You use precious resources just to connect with each other. How quintessentially human. Also ab in die nächste Fractured Dimension, diesmal in Fenmon. Tiefe 79, Abweichung 0,73, das ist viel. Zugangspunkt Fenmon. Elise, sehr schön. Ja, bitte, danke. Das ist genau mein Team gerade. Luger, Mila, Jude und Elise. So what's the divergence catalyst in this dimension? I have no idea. Good question. Let's ask around and see what turns up. Okay, Hallöchen. Ein Professor der Medizinischen Universität von Telem ist es gelungen, einen großen Geist einzufangen. Wenn das stimmt, dann wird der Hauptpreis in diesem Jahr wahrscheinlich an ihn gehen. Professor House ist schon lange hinter dem Hauptpreis her, aber bislang hat keiner seiner Forschungsprojekte Früchte getragen. Oh, lebt House hier etwa noch? Oh, das wäre natürlich was anderes. Aska's been captured in this world, too. Sounds like he's at the Leforte Research Center. Let's take a look. Oh yeah. Oh, lass mal wieder hier lang reingehen.
Oh, wenn man jetzt nochmal hier unten lang gehen könnte, durch diesen Mini-ersten Dungeon sozusagen. Ich fand den ersten Dungeon ja wirklich cool, ehrlich gesagt. Mit dem verbinde ich nach wie vor eine Menge. Wenn ich nochmal da lang rein darf, das wäre echt... Sieht leider nicht so aus, schade. Das hätte mich richtig gefreut. Also gehen wir hoch zu einem Forschungsraum, wo wir höchstwahrscheinlich irgendwo Haus treffen werden. Das Häuschen. Oh, Moment, hier ist er ja. Wer seid ihr? Hier dürfen nur autorisierte Personen rein. Was soll das, Jude? Schafft diese Leute von hier weg. Nee. Hier zum Forschungszentrum. Bin ich doch, ich habe sogar schon mit Haus geredet. Ach so, ich muss wahrscheinlich Asker suchen und nicht Haus. Hi. Ah. 8300 Gold, immerhin, Dankeschön. Wer bist du? Oh, Professor Freund, Typ Mensch, okay, tschüss. Dann ist Asker vielleicht da, wo damals die Alliance of Kresnik war? In dem großen Raum, ich weiß es nicht. Doch ich glaube, Asker wurde da gefangen gehalten, oder? Hier. Oh, nicht ganz hier. Ah ja, da sieht man es sogar, genau. Aber gehen wir jetzt nochmal oben durch die beiden Räume. Vielleicht finden wir da noch irgendwelche Truhen, Endstuff. Und danach gehen wir unten lang die Tür zu Asker. Truhe, Truhe, Truhe. Katzen. Das ist auch wie eine Truhe. Und ich habe sogar so ein Vieh bekommen. Dankeschön, das ist ein Ding, nicht Vieh. No, Sepstrap, let's go. Okay, Kitty Kitties are back. Ach ja, habe ich ja gerade schon gemacht, genau. Und damit kann ich jetzt diese eine Quest noch abgeben. Vielleicht schaffen wir das auch noch in dem Part nach dem Freundschaftsereignis. Hier ist eine Truhe, sehr schön, danke. Krankheitswehr, ich denke mal, dass dann hier oben keine mehr sein wird. Nee. Gut, dann gehen wir unten lang zu Asker. Ob Asker vielleicht der Boss sein wird oder einfach irgendein Gegner hier. Vielleicht sogar Haus selbst oder vielleicht sogar Jude selbst. Weil der vielleicht das ganze Ding hier verteidigen wird oder was weiß ich. Vielleicht sogar Jude und Mila, aber das glaube ich nicht. Alvin war damals auch hier, den hat man hier drin gesehen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt schon wieder gegen Alvin kämpfen müssen, ehrlich gesagt. Hallo, Asker. Jude! Huh? Well, Jude Mathis, long time no see. How come you've been such a stranger? Wait. What? It seems he thinks you're the Jude of this world. Just try to play along. Well, I've just been so busy with my research and everything. Aw, you poor thing. Is that slave driver Professor House still running you ragged? Perhaps I should give him a piece of my mind. No, that'd only make it worse. Jude ist wirklich beliebt. Yes, he does seem to garner affection from some rather strange characters. But from your perspective, I suppose that I'm rather strange as well. Perhaps I'm in no position to comment about anyone else. Better to keep an open mind. Hey, I know. How about it, Jude? Would you care to tether with me again? Come on. What? Oh, I'm sorry, but we can't do that anymore. Oh, really? Mila! So you're gonna dump me and trade in? It's her, isn't it? What the fuck? Immer mit der Ruhe, ist alles nur ein Missverständnis. He's right. Listen to me. Whatever. That pretty face of yours doesn't fool me anymore. You're nothing but a rotten scoundrel. Come now, you're selling Jude short. He came here to talk to you. The last thing he wants is to hurt your feelings. What do you mean? Compassion is one of Jude's finest qualities. How can you not see that? That's quite enough, hussy. Ist der Jude in der Welt hier etwa geisterschwul? Oh nein. Not enough to hold you back. Stay on guard. Okay, der ist wahrscheinlich schwach gegen, genau, gegen Pistols.
Also schießen wir mal ein bisschen aus der Luft. Aua. In die Luft, aus der Luft. Aber ich mache trotzdem mehr Schaden mit einem normalen Schwertangriff, oder? Ja, wenn er nicht blockt, natürlich. Nee, tatsächlich sogar wirklich nicht. Okay, dann machen wir ein paar Arts und so weiter mit der Pistole und machen hier Schaden, Schaden, Schaden! Schaden! Hätte nicht unbedingt gedacht, dass die Pistolen jetzt wirklich so viel Schaden machen, aber die machen echt ein bisschen Menge Schaden. Wie viel hat er insgesamt? 204.000 und noch 178. Okay, kriegen wir hin. Komm! Habe ich hier eigentlich mit irgendwem verbundene Arts, also mit der Waffe wirklich verbundene Arts nach Mensch? Aua. Pistole, was ist denn hier von irgendwie Pistole? Ich glaube, das ist alles Schwert, kann das sein? Keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht, wie man das irgendwo... Ach, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht die ganzen Beschreibungen lesen und alles. Erstmal ein bisschen draufhauen hier. Aua. Ich kann noch in den Chromatis, aber ich mach's nicht. Au. Aua. Oh. Okay, gleich kann ich die Mega-Ultra-Art rausholen. Luca, wie wär's, wenn du einfach wirklich mal angreifst, ja? Okay. Was soll's. Machen wir direkt die Art. Fuckbeast. Fuckbeast Shit. Diesen Damage drücken hilft immer. Okay. Wie viel hat er noch? 42.000 kriege ich hin. Ist gerade ein bisschen langweilig mit den Pistolen. Weil die halt irgendwie, keine Ahnung, ich stehe auf einer Stelle rum und die ganze Zeit nur bum, 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 bum. Oh. Oder jetzt ein Rage-Mode raus hier. Das kennen wir ja. Das kennen wir ja allgemein irgendwie von Bossen so in letzter Zeit in einem Spiel. So ganz plötzlich. Noch 24.000, okay. Jetzt bin ich gerade minimal am Schaden kriegen. Wäre cool, wenn ich geheilt wäre. Dankeschön. Dude, machst du eigentlich noch irgendwas oder stehst du gerade nur so rum? Ja, wenigstens hilfst du mir auf. Danke. Oh. Moment, Link Charge. Oder Link Cannon, natürlich. Sorry, habe ich vergessen, tut mir leid. Nur noch 8.000 schaffen wir. Ja. Na komm, jetzt macht ihn fertig. Jetzt noch 7.000, ja 8.000 immer noch. Oh. Leute, bitte. Nicht ankotzen jetzt hier, okay? Danke. 1285, das war's. Sehr schön. Dankeschön, das war recht angenehm. Well, foes like this one need a proper beating. Was that from another book? Yes, it was called The Virtue of Tough Love. Verwirrungswehr, sehr schön. Weiter geht's. Just who exactly are you anyway? I am Mila Maxwell, the Lord of Spirits. Huh? Oh, then what happened to Maxwell, the old fart? He's gone. I am the successor to the previous Maxwell's throne. Well, it all makes sense now. And apparently, Jude is Maxwell's new human companion. Human companion? You say that like the old Maxwell had one too. Yes, indeed. Although, their relationship went down in flames. And now, both you and Jude are headed for that same ruin. What? I don't know my predecessor's story, but I'm certain Jude and I have a different sort of relationship. A different sort of relationship? It's all the same tale, different time. You don't need her, Jude. Believe me. You just stick with me, and you will be treasured forever. I promise. Asuka, please, just answer this. What happened to Maxwell in the past? All right, I'll tell you. Only because you're so damn cute.
In the past, old man Maxwell was betrayed by a human woman whose name was Mila Kresnik. What? What? Somehow this ties to you. Was this the same Kresnik as the Genesis sage who first summoned Maxwell? He's actually a she? Indeed. And let me tell you something. There has never been another human like her. No, sir. Ever since she summoned him, Maxwell became more and more fond of human beings. It even ended up putting him at odds with Kronos. Exactly. A real pity, that one. He's beyond help. Really, he's less of a human hater than a spirit lover. And there's one particular spirit that he just can't seem to get enough of. Spirit lover? That's not something you hear every day. So I'm guessing this Kronos shared a close bond with a spirit as well. Oh yes, definitely. His one true friend in the entire world. That Kronos. He was such an obstinate creature. I don't believe he ever met a spirit he didn't clash with. So, this Mila Kresnik from ages past and the former Maxwell had a close relationship. But something happened that ended up making things go sour. Something significant enough to destroy it forever. Well, all I know is this. Things weren't pretty. Oh, no, they weren't. Old man Maxwell became furious when he realized that Mila had betrayed him. But like true love, like yours truly, he couldn't forget her. What's going on in here? Jude, what are you doing here? Professor, please, allow me to explain. It's still here. Luger! Whatever possessed you to bring outsiders here? I know. You're after my research data, aren't you? You're planning to steal my How prize. That's not true. I would never do that. Quiet! Aska, kill them! Kill all the traitors! I don't think so. No one threatens my Jude. You hear me? My research! Oh, oh, ah, ah, ah. Jude, it's all truly a pity. I wish we had more time together. Aska. Promise me that you'll take care of yourself, okay? Come tether with me again anytime. Okay. That Aska was certainly an odd bird. Ja. Ich hätte keine Ahnung, dass Geister sich so verhalten können. Ne? Spirits can be as eccentric as humans, even in our dimension. Still, it never fails to surprise me how different things can be in the fractured dimensions. Mhm. Clearly, Aska's story made an impression on you. It's written all over your face. It is possible, right? Humans and spirits really can coexist? Since when did you start questioning that? You need to have more faith in yourself. Whatever. What good is faith anyway? It won't bring back Mila or my daddy. Al. We all need to keep moving forward. If we stop, we'll just end up repeating the tragedies of the past. She's right. I wonder what tragedy kept the previous Maxwell from moving forward. We need to get to the bottom of that. Luger, please let us know if you get any jobs that might shed some light on this. Okay. I'm sure we both want to join you. Damit haben wir das auch abgeschlossen, das Kapitel. Und wir bekommen, endlich Milas Xillia 1 Outfit. Werde ich zwar nicht ausrüsten, aber trotzdem
Aber ich freue mich schon auf Milas Xillia 1 Outfit 2, weil ich das halt einfach am coolsten fand damals. Ja, wir bleiben natürlich trotzdem erstmal bei dem Standard-Shit. Und oh, meine Freundschaft ist noch gewachsen, sehr schön. I've had the opportunity to meet scores of humans, but there's something very different about you. I deeply enjoy speaking with you. I don't know what it is about you that makes me feel that way. But that's not why I've troubled you today. I want you to have this. Humans impart meaning into objects, do they not? My intention with this is to express the gratitude that I feel for you every day. It's not just from me. This is a symbol of her gratitude as well. I know that she would have wanted you to have this. Please use it wisely. Na klar. Artbuch Angriffstänzer. Gucken wir uns gleich mal an. Erstmal 1, 2, 3, 4. Let's go. Okay, die Art Angriffstänzer. Angriffstanzer. Ich werde mal rausnehmen dafür die Flammenblüte. Ach, Moment. Ich wollte gerade sagen, wieso sind das hier? Die Donnerkrollen. Erstiche einen Gegner, kritischen Treffer, Mondspiegelung? Nee, während du zurückspringst, ja, sicher ganz cool, aber machen wir weg. Machen wir weg, meinte ich. Ist das jetzt... Ach Gott, wie hieß denn das jetzt? Moment, wie hieß die Kriegsart jetzt? Wirbelnder Angriff. Wirbelnder Angriff. Welches ist es? Wirbelnder Angriff. Hier. Ein Kriegsart, das du von Mila gelernt hast und bei dem du mit äußerst schnellen Schlägen angreifst. Okay. Meine Katzen sind auch zurück und da wir jetzt noch schnell das Elite-Monster machen, passt das ja. Herrn Marksburg kann ich auch noch die Quest abgeben. Das muss ich jetzt auch schnell machen, auch wenn der Part länger wird. Ich will das jetzt alles machen, das beides, damit ich dann halt im nächsten Part weitermachen kann mit der Story. Ganz einfach. So, ich muss auf die Brücke dafür, alles klar. Ich habe keine Zeit fürs geht's wirklich nicht. Es muss schnell gehen jetzt. Leia, I'll be blunt. That sounds far too sweet. Too much sweetness can make you nauseous. There's nothing wrong with a little sweetness. Well, maybe you're just too bitter. Trust me, I'm older than you. You will only regret this afterwards. You mustn't be swept away by the pursuit of fleeting pleasures. I understand your point, but still. Luger, what do you think? Is sweetness so bad? Gibt doch nichts gegen ein bisschen Süße einzuwenden, sorry. Yes, exactly. The sweetness of fruit is a nice start, but that doesn't mean it can't be improved upon. We're still young. We should be chasing our dreams. That means puddings and chocolate and ice cream. So what if that adds on a calorie? Or 2, or several thousand? I won't regret it. Much. Huh? We've been debating what dessert we want you to make for us. I wanted something that would highlight the simple, natural sweetness of fruit. However, you said there's nothing wrong with embracing sweetness. So here's what we've decided. We want a chocolate cream cake with a pudding center, served a la mode with sprinkles and ice cream. Freundschaft zu Louise wächst. Ja, die müsste doch inzwischen auch schon mega hoch sein, oder? Wo ist denn die? Ach da, nee, tatsächlich nicht. Also TheJuuuuJuuuu ist fast fertig, noch ein bisschen kämpfen, dann fehlen nur noch 2 Herzen. Und die kriege ich auch noch zusammen. Ja. Das ist echt nicht die Sache, aber alle voll kriegen wird echt heavy. So, jetzt geben wir hier ganz, ganz schnell das Ding ab. Ist es Marcus? Ja. Hallo Marcus, geht's dir gut? Wenn du mit gut gehen meinst, dass ich vor lauter Schufterei bald ein frühes Grab finde, dann geht es mir prächtig. Hör schon auf, dich zu beschweren. Wenigstens hast du einen Ort, an dem du eine Weile untertauchen und dich verstecken kannst. Ja, sonst wäre ich jetzt im Knast. Natürlich bin ich dankbar. Du hast so viel für mich getan. Jetzt fang nicht wieder damit an. Halt dich einfach bedeckt und arbeite hart. Ich weiß. Es ist schwer, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, aber ich werde es schaffen. Ich will hart dafür arbeiten, um eines Tages aus meinem Leben rauszukommen. Aus diesem.
Es wird eine Weile dauern, aber ich werde es hinter mir lassen. Du wirst schon sehen. Wir beide sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja, ich weiß. Wir haben dir etwas mitgebracht, Marcus. Das ist von Vera, von der Spiele-Reihe AG. Kennst du sie? Was? Von Vera? Ich kann nicht glauben, dass sie endlich geantwortet hat. Geantwortet. Hi, this is Vera. Hat ihm das Zeug gegeben? Ja. Dann richtet Marcus bitte Folgendes von mir aus. Nein, das ist alles. Vera, Vera, Ende. Nein. Marcus, du hast doch nicht. Doch. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe hier seitdem jeden Tag einen Brief geschrieben. Immer das Gleiche. Bitte geh mit mir Haus, meine Prinzessin. Mann, Mann, Mann. Was habe ich dir gesagt? Ja, ich weiß. Was soll ich sagen? Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker, eine gequälte Seele, auf der Suche nach dieser Verbindung, die stärker ist als jede kosmische Kraft. Hals über Kopf und das alles. Gib mir auch was von dem Zeug da, ja? Nur einen Schluck oder zwei. Mein Herz ist mehrfach gebrochen, es ist ein komplizierter Bruch, das tut weh. Ich brauche einen Drink, Mann, ich brauche einen Drink. Tja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir jetzt nichts zu trinken geben werde. Komm schon, nur einen Schluck. Du kannst dafür diesen coolen Hut haben. Was zum... Ich will deinen Hut nicht, Marcus. Du kannst dich zusammenreißen, Kumpel. Nun, das erklärt dann wohl, warum Vera uns geschickt hat, um Fusel zu liefern. Oder wieder? Du brauchst offensichtlich Trost. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich der Richtige dafür bin. Hier ist etwas mehr Ex Machina, aber nur ein Schluck. Oh Mann, du bist der beste Bruderhaupt fürs Leben. Ach, der Arme. Habe ich jetzt den Hut bekommen oder nicht? Habe ich nicht. Fuck you. So. Wir müssen jetzt echt Tempo machen, aber wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Alles gut. Ich habe danach keine Zeit mehr für einen Part. Wir müssen den Part jetzt länger machen. Ich gebe das jetzt noch ab und dann kill ich das Elite-Monster und dann war's das. Wenn das nicht mehr interessiert, der kann jetzt gerne abschalten. Aber ansonsten... Ja. Oh, das ist falsch. Ich wollte hier hin. Ja. Genau. Dankeschön für den breiten Cowboy-Hut. Jetzt habe ich ihn bekommen. Okay. Nochmal ganz schnell gucken, ob es hier neue Item-Quests gibt, wie das hier. Ne, kann ich nicht. Okay. So, dann noch ganz kurz, wie immer, breiten Cowboy-Hut ausprobieren. Breiter Cowboy-Hut. Oh, sieht sogar gar nicht mal so scheiße aus an ihm. Aber nee. So, und jetzt gehen wir auf die Terles-Höhenstraße und erledigen das Vieh. Ich hoffe, Talis war nicht falsch. Talus. Gehen wir von Sheraton aus, ja. Hier erstmal nochmal schnell speichern, weil ich jetzt, glaube seit dem Freundschaftseignis oder allgemein die ganzen Partner nicht gespeichert habe. Bitte? Ja, go on, go on, go on. Und wie gesagt, wer jetzt abschalten möchte, wenn das Element... Oh Gott. Elite-Monster nicht interessiert, der kann jetzt gern gehen. Ich sage jetzt schon mal Tschüss an euch, die gehen wollen. Aber ich suche jetzt noch das Vieh und werde es noch killen. Noch ein bisschen nach oben Ausschau halten. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es unbedingt oben sein wird. Ich glaube auch nicht, dass es hier auf der ersten Map schon sein wird. Deswegen einfach erstmal hier durchsprinten. Westlicher Bereich klingt vielleicht schon... logischer. Wir haben... Ja gut, obwohl da unten könnte es auch echt sein. Ist es das da? Ne, ist glaube ich nur ein normaler Baum gewesen, oder? Ja, ist glaube ich nur ein normaler Baum. Okay, ich gucke nochmal kurz hier in der Mitte, auch wenn ich es hier glaube ich von unten gesehen hätte. Hier ist es nicht. Okay. Dann sieht es wohl so aus, als müssten wir dort entlang. Aber wie komme ich denn da hoch? Hier. Dann scheint es in der dritten Map zu sein. Die einzige, die nirgends hinführt. Nur zurück. Südwestliche Abzweigung. Oder was östlich? Südwestliche Abzweigung, gut. Habe ich doch richtig gelesen. Ah ja, und da hinten steht es. Will ich mir dafür noch schnell was snacken? Was habe ich denn an Essen da? Wiederherstellung, bla, brauche ich nicht.
Irgendwie alles doof. Ich hätte gern noch mal wieder was mit mehr EP, aber dann halt nicht. So, dann Hallöchen, Herr Elite-Monster. Bonjour. Ja, los. Die Vampirpflanze. Ach ja, ich kann wieder hier rausgehen, bitte. Habe ich jetzt hier noch irgendwie irgendeine Verbindungsattacke mit... Egal. Ach ja, ich wollte mir noch die neue Art angucken. Moment. Das war entweder... Oh, ich wurde aufgegessen. Okay. So, entweder hier oben und Kreis. Nee, okay, dann... auch nicht. Ach, hier, wirbelnder Angriff. Ah ja. Okay, machen wir die Mystic Art. Ich werde den auch natürlich wie immer probieren, also wie ab jetzt immer, probieren ohne Chromatus zu schaffen, aber wenn es haarig wird, werde ich natürlich reingehen, weil der Chromatus 2 ist natürlich schon ganz nice. Aber da der schon halb tot ist hier, glaube ich nicht, dass wir das nochmal brauchen hier. Aua! Ich wurde schon wieder gegessen, oh nein! Gut, Hilfe, danke. Du bist ein Schatz, wirklich. Ein super duper Schatz. Ich liebe dich. Moment mal ganz kurz. Habe ich irgendwie aus Versehen die Azurschneide dafür rausgenommen? Nee, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Jedenfalls jetzt erstmal weg mit ihm. Wie viel hat er noch? 71.000. Brauchen wir gar nicht weiter reden. Er ist gleich sowas von down. Ich spamme jetzt auch nur noch Arts hier oder auch nicht, weil ich weggestoßen werde. Okay, tut mir leid. Nicht mal getroffen mit dem Link Charge, toll. Hope you don't mind. 27.000. Alles locker, cocker, easy. Wirklich, nix los hier. Dankeschön. Ja, we did it. Wow. Und ein Talis-Kaktus, beziehungsweise 2 dafür bekommen. Sehr schön, danke. So, dann an der Stelle einmal nach... Oh, wo gehen wir hin? Gehen wir nach Drellen. So, gehen wir über den Bahnhof mal wieder nach Drellen. Haben wir, glaube ich, lange nicht gemacht. Und kurz mal die Queste abgeben. Also die Elite-Monster-Scheiß-Dinge. Damit wir die Punkte und natürlich das Geld bekommen. Und ich glaube, das sollte dann noch schon genug Geld sein. Dann werde ich wahrscheinlich angerufen. 120.000 kalt, definitiv. Und wie viel brauche ich hier noch? 50.000 Punkte immer noch. Wow. Nee, das kann ich abgeben. Okay, dann hier bitte. Nimm deine 40.000 und sei zufrieden. Mr. Kresnik, could you verify your current whereabouts? As I mentioned in my text, we would like you to bring the waymarker to Riesa Harbor in Marksburg at your earliest possible convenience. Ich bin hier gerade etwas beschäftigt. Ich will jetzt nicht direkt hin teleportiert werden oder so, deswegen. However, I have a job to do. Were you a machine, I imagine this would be much easier for you. Regardless, please proceed to Riesa Harbor in Marksburg with all due haste. Na klar, machen wir. Aber erst im nächsten Part. Das heißt, ich werde jetzt nochmal hier 50.000 reinzahlen, in der Hoffnung, dass ich noch ein Geschenk kriege mal wieder. Dankeschön. Genau, und das werde ich auf jeden Fall noch schnell machen. Und dann war's das für heute. Noch schnell mein Geschenk holen. Was haben wir? Bestimmt wieder nur einen Freundschaftstrank oder Gummifischlis oder sowas. Oh, absolute Abwehr. Gaius. Nicht schlecht. I never cease to be surprised at what's possible in these fractured dimensions. Makes you wonder how many other dimensions exist that we don't even know about. It's a shame that we cannot coexist with these fractured dimensions, but are instead forced to destroy them. What sort of fractured dimension would you want to keep around?
I would like to visit a world of pig-monkey shrews. Pig monkey shrews? Is that a hobby of yours? Not of mine, no. My sister is quite fond of that sort of thing. Oh, that's right. I remember Carla saying she loved animals. Pig monkey shrews, huh? It would be fun if they evolved to a point where they could understand human speech. Talking pig-monkey shrews? That could indeed be interesting. As long as it's your fantasy world, why not have them fly and breathe fire and be strong enough to pulverize rocks? Those are also conventional. Perhaps some sort of I-beam attack. And they could speak with a colorful accent. The conversation has taken a very strange turn. Ja. It'd be best just to stay out of this one. Okay. Liebe Leute, dann würde ich sagen, dass es das jetzt erstmal für den Part gewesen sein soll. Ich gucke nochmal ganz kurz in den Katzenraum. Hallo. Miau. Ist ja so leer hier. Hallo, eine Katze. Okay. Gut, und dann war es jetzt wirklich für den Part von Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Im nächsten Part geht es weiter mit der Hauptstory. Im Herausgeber in Marksburg. Nicht wahr? Genau. Und ja, da sehen wir uns dann wie gesagt im nächsten Part wieder von Let's Play Tales of Xillia 2 für die PlayStation 3. Bis dann und ciao.